Nachdem es letztens weißen Spargel gab, gibt es heute in diesem Gericht Grünspargel. Und was da noch so alles reinkommt, seht ihr in dem Video. Also, hi ihr hungrigen Köchlinge, ich bin der Christian und wir kochen heute nicht, nee, wir braten zusammen heute unser Gericht, nämlich ein schnelles Spargelgericht und zwar ein Bauernomelett mit grünem Spargel. Wir hatten ja letztes Mal schon eine relativ schnelle Spargelsoße zusammen gemacht. Heute machen wir ein zweites Gericht, was relativ schnell ist und was mit Spargel zu dieser Zeit zu tun hat. Von daher gibt es jetzt auch nicht viel zu sagen zu dem Gericht. Wir nehmen rohe Kartoffeln, sei schon verraten, damit das Ganze noch schneller geht in der Vorbereitung und ihr nicht extra Kartoffeln abkochen müsst. Rezept, Mengenangaben findet ihr wieder wie unten in der Videobeschreibung. Die Musik, die es gleich auf den Ohren geben wird nach den Zutaten, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Genauso wie die Verlinkung zu unserem Instagram-Account, wo ihr dann auf unserem Instagram-Account selber die ganze Rezeptur als Einkaufsliste vorfindet. Das heißt, wenn ihr einkaufen seid, nehmt euch das Handy, wenn ihr bei Instagram seid, geht auf unseren Account, nehmt euch so eine Einkaufsliste, kauft danach ein und kocht im besten Falle das nach. So habt ihr immer Rezeptideen quasi in der Tasche auf eurem Telefon. So, genug geseiert, Zutaten, dann kochen, braten und wir sehen uns am Ende des Videos nochmal. Auf geht's! Für das Bauernfrühstück mit grünem Spargel brauchen wir Kartoffeln. Ich habe jetzt rohe Kartoffeln genommen, die sind nicht abgekocht, habe die in Scheiben geschnitten, ein bisschen geölt, die gehen dann auch gleich so in die heiße Pfanne. Ihr kennt das aus unserem Bratkartoffelvideo, man kann das locker aus rohen Kartoffeln machen. Wichtig ist bei der Kartoffel darauf zu achten, dass es eine festkochende ist, dann zerfällt sie euch nicht und zermatscht euch nicht in der Pfanne. Des Weiteren brauchen wir natürlich den grünen Spargel, den habe ich nur gewaschen, das holzig unten abgeschnitten und dann in so Scheibenzylindern geschnitten. Dann kommen nachher noch ein paar Zwiebelstreifen mit zu. Und wie beim Bauernfrühstück üblich, kommt dann nachher etwas aufgeschlagenes Ei mit drunter, dass es halt aussieht wie ein Kuchen. Ja? Und an Gewürzen, da brauchen wir auch gar nicht viel, weil es ja ein einfaches Gericht ist, um das nochmal zu betonen. Da haben wir hier schwarzen Pfeffer, Salz, Zucker zur Dekoration, den werden wir, denke ich, heute nicht zum Einsatz mitnehmen. Und geschmacksneutrales Pflanzenöl, falls das Öl von der eingeölten Kartoffel nicht reicht, dass wir da noch ein bisschen was nachgeben können. So, und da es ja wie unsere Spargelsoße ein schnelles Spargelgericht sein soll, würde ich auch sagen, ich bin jetzt ruhig, leg die Musik ein und wir fangen an. I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm still trying skin and bones. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I might need a miracle, I'm at a loss for words. What's the point of even trying? You always catch me by surprise. I didn't wanna see the signs. Now you're headed to the night, coming out into my arms. What's the point of even trying? You always catch me by surprise. I didn't wanna see the signs. Now you're headed to the night, coming out into my arms. Your chaos is beautiful, just when I get comfortable. Tie a string all over my home. Drive me till I'm miserable. We both know it's pitiful. Driving till we run out of room. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I might need a miracle to make you worse. What's the point of even trying? You always catch me by surprise. I didn't wanna see the signs. Now you're heading to the night, coming out into my arms. What's the point of
Wie immer an dieser Stelle, ihr seht, ich habe angerichtet und bin schon wieder auf dem Weg zum Tisch, wo ich das Ganze gleich essen werde. Schaltet bei Daniel und bei Markus beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, als habt eine schöne Spargelzeit noch, habt insgesamt eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Krischi sagt, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch diese Folge mit uns gemeinsam gekocht habt, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da und teilt eure Gerichte auf euren Social Media Kanälen mit dem Hashtag jeder_kocht. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir wünschen euch einen guten Appetit und wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker.